Hallo liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Im heutigen Review möchte ich euch eine Künstlerin vorstellen, die aus Spanien kommt. Das ist Laura BC. Warum spreche ich es jetzt Englisch aus? Nun, sie war lange Zeit in London offensichtlich tätig, hat einen Bachelor of Arts, hat als Creative Directorin in der Fashion-Industrie gearbeitet und ist nun als freie Fotografin, also als Freelancer in Bali ansässig. Tolle Umgebung, klasse auch, wie sie das alles in Szene setzt. Sie benutzt sich selber sozusagen als Präsentationsobjekt, schminkt sich selber, setzt sich selber in Szene. Und wie sie das macht und mit allen möglichen Tricks arbeitet und auch die technischen heutigen Möglichkeiten effektiv und sehr ansprechend ausnutzt, das möchte ich euch in diesem Video hier mal präsentieren. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Liebe Freunde, da wären wir dann wieder in den heiligen Hallen meines Studios und dann schauen wir uns mal an, was uns die Laura heute präsentiert. Wenn man sich das jetzt natürlich so anguckt, sie ist eine Meisterin der Selbstdarstellung und Selbstinszenierung auch. Das habe ich ja im Intro bereits gesagt. Fantastisch. Sie arbeitet mit vollem Körpereinsatz, wie man sieht. Ja. Verspricht auf jeden Fall von der Lichtsetzung her jetzt mal originell zu werden. Okay. I made a mess here with the water, but I think it was totally worth it. I took a bit of time with the water, experimenting, because it's very hard to pose to appear natural, and I really like as well when they're out of focus. Ihr seht, sie steuert die ganze Geschichte selber. Das bedeutet, die Kamera ist wahrscheinlich über WLAN, vermute ich jetzt mal, mit dem Smartphone verbunden. Und sie kann halt damit dann natürlich auslösen, auch fokussieren und so weiter und so fort. Ist ja heute technisch eigentlich normalerweise mit den modernen Geräten alles überhaupt kein Problem mehr. Sie hat jetzt gerade erzählt, also sie hat ein bisschen Probleme gehabt beim Einrichten, aber so insgesamt muss man sagen, ja, das ist eine ganz ordentliche künstlerische Arbeit, finde ich. Nicht das Neueste vom Neuen, also die Ideen, die sind jetzt nicht ganz frisch, aber es ist gut in Szene gesetzt. And one of the tricks is using a very cold temperature, and you can see the blue tint. That's from the camera. And just using one source of light, the red one, which I love. These photos came out, and I think they're very nice. Sie hat diesen blauen Touch jetzt durch die Kamera erzeugt. Ja, und wie macht sie es? Natürlich über eine Einstellung der Farbtemperatur, sodass dann auch im Gegentum jetzt die rote Farbe von dem LED-Licht sehr gut zur Geltung kommt. Next location, this pool. I've never shot in a pool before, unless self-portrait. Ja, sie hat mittlerweile 100.000 Abonnenten und das präsentiert sie hier auch stolz. Und das hat sie in relativ kurzer Zeit erreicht. Die ist ja jetzt noch nicht so lange als Freelancer tätig. Das könnt ihr alles auf ihrer Webseite nachlesen, ist alles auch unten verlinkt und in ihren Videos dann sehen. Sehr interessante Karriere, die sie offensichtlich gemacht hat. Right, it's gonna be very tough. But I want to challenge myself because I never did it before, and I have some ideas, and I would love to be inside the swimming pool, using the red light pointing at me, so I can take like a cinematic self-portrait. The expectation is very high, but the reality I don't know how it's gonna be. But I need to wait a little bit more till it's a bit darker, because otherwise you're not gonna be able to see the lights. So in the meantime, I'm gonna explain the lights I'm using today. So for those new here, I recently moved from London to Bali.
And I did leave a lot of my gear behind because I couldn't bring my lights, my studio gear. I had to sell it, and some of it is still with my friends in London. So I didn't have RGB lights anymore, and I love using RGB lights for product photography, but mainly for creative portrait photography because it's what I do the most. So I'm very happy about today's sponsor, which is with Xeon. They sent me these two lights, and they are so freaking tiny, and I love using them because they are very handy. Ja, hier habe ich jetzt einen Riesenschnitt gemacht, weil jetzt kommt der Werbeblock. Sie hat sich dann also von Xeon irgendwelche LEDs schicken lassen und dieses Video wird auch von denen gesponsert. Und als Marketing-Expertin und Creative Director hat sie diesen Teil dann wirklich schon fast als Werbevideo und Gebrauchsanweisung für diese Xeon-Lichter umgesetzt. Was ihr hier jetzt aber gesehen habt, da war ein Bild dabei, wo sie mit dem Kreuzlaser sich selber beleuchtet hat. Das hat sie offensichtlich mal für einen Kunden diese Idee entwickelt und hat sich dann damit selber dann auch mal fotografiert. Leute, das ist äußerst gefährlich, mit diesen Dingern zu arbeiten. Ich blende euch das hier jetzt gerade mal ein. Denn wenn ihr da dann aus Versehen mal in diesen Laser reinschaut oder der euch mal irgendwie wackelnd ins Auge strahlt, ja, dann ist euer Augenlicht hinüber. Also seid mir bloß vorsichtig mit solchen fotografischen Ideen. Sie hat es toll gemacht, ja, aber ihr müsst ja das Gerät sehr genau kennen und wissen, wie weit ihr damit gehen könnt. Äußerst gesundheitsschädlich. Sie hat dann jetzt auch vorher noch erklärt, wie sie sich dann in dem Pool dann fotografieren möchte. Also die lebt in Bali und offensichtlich nicht gerade in ärmlichen Verhältnissen. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer das da alles ist, ja, aber das Haus, was sie dort hat, das ist schon spektakulär. Also das muss man sagen, sieht man in älteren Videos von ihr. Lass uns mal weitermachen. Time has arrived. It's getting darker a little bit, so I'm gonna set up and start my experiment with. So, jetzt geht's dann also los, wieder mit der Fotografie, immer natürlich mit so kleinen Werbeeinstreuungen, aber das ist jetzt dann in erträglichem Maß zu verkraften. With this tiny light, because I'm gonna use, I think, only one for this one as well. Okay, I'm gonna wet my pair. Okay, so the camera is there. Now I'm wet, so I don't know if I'm gonna grab this without screwing everything up. And here, I can see myself in the phone, but I'm too close, so I have to get out and reframe myself. The problem is, like, there is a lot of freaking ants everywhere, so I don't want it to go on my camera. Ja, so ist das mit der Natur in Bali. Ja, da ist anscheinend ein Haufen Ameisen unterwegs. Aber was man hier sehr schön sieht, sie steuert alles über Smartphone. Sie sieht sich selber durch die Kamera, also durch ihre Hauptkamera im Smartphone und hat dann die volle Kontrolle. Finde ich natürlich sehr interessant, gerade für solche Selbstporträts. And I cannot put the tripod lower than it is, but I need to do it. So, okay, I'll show you the idea. So this is the idea. Yeah, it looks good on camera as well. I'll show you later. Still lots to fix here, like framing, the lighting. I had to put it way lower than it is. Oh wow, I love it. It's nice. I think it's gonna work. But for now, I need to reframe. Get out and reframe. So this is my little setup. This is the camera, the 70-200 f2.8, the new Ja, finde ich auch schön, dass sie jetzt dann wirklich auch die Technik erklärt, mit der sie arbeitet. version because it's lighter and because I'm traveling, I need something light. I love this lens, but yeah, it's too close. So I'm gonna go farther. It's already 70, so I'm gonna put the tripod back. It's starting to be darker as well, which works very good for this shot. I think it's gonna cost me a lot because obviously, yeah, I wanna take a few shots. But I'm gonna use just one light to show you, like, with one light you can do everything, like the ones I took in the shower. I love those photos because with the position of the light, the temperature of the camera, you can play a lot and get so many lighting setups. And you know, guys, I love RGB lights and playing with setups, but if you have two, it's way better because you can use complementary colors. Also sie hat auf ihrer Webseite, bietet sie dann an, ihre Lightroom-Presets, mit denen sie arbeitet. Ja, sie rührt auch in eigener Sache die Werbetrommel. Finde ich durchaus legal. And you can be more creative for product photography, portrait photography, and everything you want. So two
it's perfect, but I always love to show you how with one light you can achieve a lot. I'm gonna reframe this now and start shooting because otherwise it's gonna get late. Okay. So... Ooh. Oh. Also wenn man sich das überlegt, sie muss ja das alles auch aufbauen und austesten. Die ist dann schon ein paar Stunden eigentlich in der Vorbereitung beschäftigt, allein schon um die Videokameras auszurichten. Und wenn man sich das so ansieht, dann merkt man, dass sie aus dem Business kommt. Also sie macht das äußerst professionell. Und das eigentlich prinzipiell in eigener Regie als Starterin, ja. Respektabel, muss man sagen. Also ich habe sehr viel länger gebraucht am Anfang, um mit Videotechnik überhaupt zurechtzukommen. Sehr schön hier auch zu sehen, was im Display dargestellt wird, also im Display von der Sony, die sie benutzt. Ja, einwandfrei, kann man echt nicht anders sagen. Was mich ein bisschen stört, ist der weiße Rahmen um die Bilder. Also ich hätte das in dunkelgrau gelassen oder fast in schwarz. Das gefällt mir jetzt nicht so. Der Kontrast vom Bildrand, also was sie jetzt da hier gezeigt hat, ähm, mit dem riesen weißen Frame drumherum, weißen Bildschirmhintergrund, nicht so toll. Frame properly. I didn't frame properly. Guys, this is crazy. It's very hard. I'm running out of time, and this is gonna get wet and full of ants. And I don't really like this. The camera has to be on the floor, and I don't wanna because it's full of ants. And mosquitoes are attacking me as well. Und da geht es weiter mit der Natur. Jetzt sind es nicht mehr die Ameisen, jetzt sind es natürlich die Moskitos. Ha, sagenhaft. Ja, das ist das, was mich stört jetzt. Das lenkt total, der weiße Rahmen, der lenkt total vom Bild ab. Also die Bilder, die sind schon wirklich toll. Ja. Ich glaube, ich brauche auch so einen Pool im Studio. Muss ich mal mit meiner Vermieterin sprechen. Okay, I think I had more than enough because to be honest with you, this is the second day I tried to take the photos in the pool and it was extremely hard because obviously I had to shoot with the phone in one hand, the light in the other, so I had to be... Ja, 2 Tage. 2 Tage. Und das ist eben auch das, was ich finde, was viele YouTube-Videos einem also auch falsch suggerieren. Weswegen ich auch teilweise Videos gemacht habe, die sehr lange dauern, damit man auch sieht, dass das wirklich eine Vorbereitung braucht. Siehe die Whisky-Serie von mir. Leute, solche Fotos, das muss wirklich genau ausgetimt werden, damit diese Ergebnisse entstehen. Und wenn man sich den Aufwand mal anguckt, der ja auch in der Filmindustrie betrieben wird, um nur kleinste Szenen dann wirklich zu produzieren, das ist schon gewaltig, unglaublich. Es gibt da so ein Video über die Entstehung von dem Film Titanic, wo ich auch schon mal vorhatte, ein Video-Review zu machen. Mache ich vielleicht auch noch. Aber 2 Tage, sie erklärt das hier auch alles sehr schön. Und präsentiert das auch professionell, sodass man sich da ein bisschen hineinversetzen könnte. So I had to be close to the corner of the pool, and in the corner of the pool it wasn't the best for the photos, so I did struggle a lot. But yeah, this is to show you that it's very good to create an experiment with yourself. I've learned a lot during this session because this is the first time I shoot in the water, so just experiment with whatever you have, with lighting, with gear,
I always tell you, practice with self-portrait photography because it's such an incredible way to learn photography and learn about lighting, about posing for your subjects, and it's gonna help you a lot. And check out these lights. I mean, if you have a big studio and you want some big RGB lights, maybe it's better. But you want some minimalist RGB lights like these ones are great for traveling, do portrait photography on the go, create content on social media, and even creative photo shoots like I did today. So go through the link below if you're interested about these lights and like the video, please. It was very hard for me, 3 days it took me to record this video, but really hope you liked it and you enjoyed it. And check out these videos as well if you want to learn more about creative lighting, and I will see you next week. Big love from Bali. Ja, also nicht nur eine sehr hübsche Frau, sondern sehr temperamentvoll, aber auch sehr motivierend. Ich finde sowas gerade klasse, solche Videos für die jungen Fotografen unter den Zuschauern, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind, jetzt eigene Ideen wirklich zu entwickeln und umzusetzen. Das ist doch höchst motivierend, was sie hier so alles herüberbringt. Dann kommen wir mal zum Abspann. Habe ich euch zu viel versprochen? Sehr interessant. Nun, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like schenkt oder falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, ihn dann abonniert und das Glöckchen aktiviert, damit ihr ständig darüber informiert werdet, was sich hier so alles Neues tut. Dann würde ich mich freuen, wenn ich euch bald wiedersehe. Bis dahin, euer Alex Schwarz.